Hallo, hier ist Anne Bross von Anne Bross Kunst. Im letzten Video hatte ich euch vorgestellt, wie ich Marmormehlpaste herstelle und hatte dieses Bild hier vorbereitet, mit dieser Paste bestrichen und Strukturen erzeugt mit einer Spachtel. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und zwar habe ich schon eine kleine Vorarbeit geleistet. Das heißt, diese Strukturpaste, die da drauf ist, die ist ziemlich feuchtigkeitssaugend und deswegen habe ich das mit einem Acrylbinder nochmal drüber gestrichen und nochmal trocknen lassen, damit dieser Untergrund nicht die Farbe zu sehr einsaugt. Dann habe ich jetzt mal vorbereitet eine weiße Acrylfarbe. In die habe ich ein bisschen Wasser mit rein vermischt, dass sie ein bisschen flüssiger ist als normal. Deswegen, das mache ich deshalb, damit diese Farbe auch besser in diese Strukturen reinläuft und sich da verteilt. Und ja, weil wenn die zu dick ist, dann ist das auch nicht gut. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich habe dazu einen Pinsel mehr hergenommen. Das ist ein bisschen ein gröberer Pinsel. Und jetzt bemale ich also das ganze Bild mit dieser weißen Farbe. Weil ich habe mir überlegt, dass es soll also möglichst ein modernes Gemälde werden, ein abstraktes Gemälde. Und da möchte ich auch wenig Farbe ins Spiel bringen, damit es einen edlen Charakter aufweist am Schluss. Das würde mir jetzt zu dieser Struktur des Bildes am besten gefallen. Und man muss da also wirklich darauf achten, dass man in diese Tiefen der Struktur reinarbeitet mit dem Pinsel. Deswegen ist es auch nicht angesagt, dass man da einen zu weichen Pinsel verwendet. Das wäre eher dann kontraproduktiv. So, das muss man also schön langsam und vorsichtig gestalten. Tut mir leid, wenn da heute Schattenspiele zu sehen sind, aber ich male gerade bei Kunstlicht und da weiß ich nicht, ob das jetzt mit der Lampe hier so gut rüberkommt, dass ihr auch das sehen könnt genau. Das ist jetzt ein bisschen eine Geduldsarbeit.
und immer schön in diese Furchen der Struktur reinpinseln, damit auch jedes Eck erfasst wird und auch in verschiedenen Richtungen gern mal pinseln. So, jetzt komme ich wieder zu dem unteren Eck. Ja, diese Strukturpaste lässt sich ja immer hervorragend verarbeiten und hat dann am nächsten Tag eben auch die nötige Härte, damit das dann weitere Bearbeitung standhält. Schön ist auch, sich sich da durch die Trocknungsphase dann auch noch so kleine Risse von selbst bilden, die dann ja, einfach dem Bild noch eine andere Struktur geben. Das geschieht dann ohne mein Zutun natürlich. Das ist jetzt bei dem Bild nicht stark ausgeprägt gewesen, also ein paar kleinere Risse, aber das sieht ja dann auch interessant aus. Ja, und so kann man also das ganze Bild jetzt mit der weißen Farbe bedecken. Das hat schon fast etwas Meditatives. Und macht dir auch, wie immer, richtig viel Spaß. Und ich freue mich, Ihnen das zeigen zu können. Also so etwas ist auch jetzt zum Beispiel sehr gut geeignet eben für Anfänger, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Dieses Marmormehl für die Strukturpaste gibt es im Künstlerbedarfsgeschäft zu kaufen. Das müsste man sich dort besorgen. Ja, und genauso dieser Acrylbinder. So, jetzt habe ich dieses Bild soweit bemalt auf der Vorderseite. Und ich gehe dann jetzt gleich her und bemale auch noch die Ränder des Bildes in dieser weißen Acrylfarbe. Damit es ringsum komplett bedeckt ist, weil das ja immer schön ist, wenn sich das
jemand dann zu Hause aufhängt, und dann braucht man auch keine Angst haben, dass das von der Seite unschön aussieht. Deswegen mein Rat, immer gleich mit an diese Ränder denken. Und das mit bearbeiten. Dann sieht es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Immer schwierig zu drehen, aber man bekommt das hin. Man muss es ja auch ein bisschen festhalten können. Ja, und weil ich jetzt hier eben ein bisschen gröberen Borstenpinsel verwende, zeichnet der ja auch schon wieder Strukturen in dieses Weiß, in diese Acrylfarbe rein. Und dann wird es auch kein langweiliges Bild, obwohl es jetzt in der Grundfarbe weiß ist. So, das vorsichtig wieder ablegen. Und ich habe ja da so glatte Flächen. Da gehe ich auch noch mal drüber. So, liebe Kunstfreunde, das wäre jetzt die Phase 2, die ich euch jetzt gezeigt habe. Das Bild ist also komplett mit dieser weißen Acrylfarbe bedeckt. Die muss natürlich jetzt wieder schön trocknen. Bis morgen am besten über Nacht trocknen lassen, und dann kann man da noch ein bisschen weiter damit spielen und vielleicht noch ein ganz klein wenig Farbe reinbringen, aber das würde ich euch beim nächsten Mal zeigen und das Bild dann fertig machen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.